Schönen guten Abend, Jonas Kaufmann. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Sehr gerne. Sie sind hier im Haus am Ring gefeiert worden für alle Tenorpartien in den großen Opern, Aida, Turandot, Tosca, Otello bis Parsival. Das sind alles große, fordernde Partien. Dieser Bajazzo bei den Pagliacci ist eigentlich eine sehr kurze Partie, trotzdem wahnsinnig packend. Wie schafft der Komponist das, dass das in der Kürze so packend ist? Ja, da muss man als erstes mal sagen, es ist unfassbar, was diese beiden Herren da im Laufe des Abends, diese beiden Komponisten da schaffen, in dieser kompakten Zeit von 1,5 Stunden jeweils, diese Dichte, diese Emotionalität, diese Direktheit, wirklich, da springt der Funke auf eine Art und Weise zum Publikum über. Da würde man sich sehr wünschen, bitte 20 Opern mehr von der Sorte, aber leider, Leoncavallo hat ja zumindest noch ein bisschen was anderes für die Bühne geschrieben, aber so richtig viel davon sehen wir leider nicht. Nein, der Canio ist ganz anders als der Turandot. Das sind beides so ein bisschen tragikomische Figuren, die lustig sein können, die aber letztlich dann doch sehr melancholisch werden. Und aber eben Turandot eher im hohen, höheren Tenorregister angesiedelt, der Canio sehr tief, sehr dunkel. Es ist so ein typischer Baritenor, möchte man sagen. Natürlich gibt es ein paar Bomben, ein paar Spitzentöne, die man da ablassen kann, aber sehr viel passiert da in der Mittellage und in der Tiefe. Und es ist eine der Partien, wir haben, glaube ich, bei Otello auch schon mal über das Thema gesprochen, die einen auch persönlich wahnsinnig packen, weil was man da macht, was man da am Schluss tut, diesen Doppelmord, also man kriegt persönlich als Sänger auf der Bühne auch ein bisschen Gänsehaut. Wie beutelt man das nachher ab mit einem kleinen Bier? Und wie kommt man in den Anfang, wenn man wie Sie auch den Prolog des Tonio singt? Ja, wie beutelt man das ab? Das Bier ist sicherlich wichtig, keine Frage. Wir haben auch lange diskutiert, nachdem ich eben den Prolog singe und das ist ja der Komponist, der selbst spricht und sagt, also passt auf, heute Abend passiert hier was auf der Bühne, was ihr so noch nicht erlebt habt, weil unser Autor hat sich gedacht, wir machen jetzt mal nicht Schema F, alles lustig und haha, und wir wissen ja alle, dass es nicht wirklich und wahr ist. Hier sind echte Tränen, echte Emotionen, echte Gefühle am Start und deshalb ist es ganz, ganz anders. Der Canio wird dadurch natürlich viel interessanter durch diesen Prolog, nicht viel schwieriger, weil er ist auch nur einen Ton tiefer, glaube ich, dieser Prolog gegenüber der Partie. In dem Fall muss man sagen, dass der Adam Plachetka ja beide Partien singt, nicht nur den Tonio, dem eigentlich das geschrieben ist, sondern den Alfio vorher auch. Und sehr gut bei Stimme ist. Sehr gut bei Stimme ist, aber das zum ersten Mal macht. Ja. Und der hat gesagt, Gott, bin ich froh, dass ich diesen Prolog nicht auch noch machen muss. Werd mir bloß nicht krank. Der Nächste, der kommt, der kann ihn nicht, dann muss ich das auch noch machen. Also ich fühle mich nicht wirklich schuldig, aber es macht einen Höllenspaß. Wunderbar. Muss man Verismo anders singen als Verdi oder Wagner? Muss man nicht nur andere Farben, sondern auch eine andere Technik verwenden? Ja, ich glaube schon. Also es gibt natürlich unglaublich schöne Legato-Phrasen und wo es um die reine Schönheit des Klanges geht. Und ich finde, das ist zum Beispiel bei Wagner was ungeheuer Wichtiges, dass man das immer wieder findet und dass man sich das erst sucht. Und beim Verismo ist aber eben die Ehrlichkeit des Wortes, wie das der Name natürlich schon sagt, steht im Vordergrund. Und aus dem Wort heraus, aus der Emotion heraus folgt die Stimmfarbe, sodass man eben nicht nur glänzen möchte, sondern es muss immer von innen herauskommen und jeder hohe Ton und jede Phrase muss extrem motiviert sein aus der Handlung und aus den Gefühlen heraus. Ich glaube, wenn man das, ich sage immer, Verismo ist eine der allerschönsten Kunstformen, wenn man sie ernst nimmt. Aber die das war so spürbar in der Vorstellung, in der ich war am Sonntag, dass Sie das wirklich aus der Identifikation in diesem Moment mit der Rolle gestalten, nicht nur singen, sondern auch gestalten. Eine neue CD heißt Love Affairs. Auf dieser CD singen Sie nicht nur mit Anna Netrebko, Asmik Grigorian, Sonja Joncheva, Malin Biström, Pretty Jende, sondern auch mit Maria Agresta, die auch diesmal ihre Neda ist. Sie war ja auch schon in Salzburg. Love Affairs, heute bei uns zu gewinnen. Bitte um Ihr E-Mail an erlebnisbühne@orf.at. Stichwort Jonas Kaufmann. Toi, toi, toi. Dankeschön. E la faccia